Schatz, am Himmel ist schon ganz schön viel los. Aber nicht nur oben, sondern auch hier am Boden. Passagiere sehen oft nur einen kleinen Teil der Flughafenwelt. Für Hinreisen blicken wir hinter die Kulissen. Mit einer Nachttour am Flughafen Leipzig-Halle. Zu Fuß, im Flieger und mit dem Bus. Wir sehen dabei nicht nur die ganz großen Maschinen, sondern auch die vielen kleinen Zahnräder, die das gigantische Uhrwerk Flughafen am Laufen halten. Mit an Bord Technikfans. Menschen, die ihre Flugangst besiegen wollen. Zeig mal deine Hände. Und solche, die eine ganz neue Welt entdecken. Ich war noch nie auf dem Flughafen, ich bin noch nie geflogen. Wir lernen Ecken kennen, die sonst verschlossen bleiben. Seid dabei, wenn es mit dem Nachtbus in 5 Etappen über den Flughafen geht. Meine Koffer habe ich heute zu Hause gelassen. Das Ziel der Reise ist kein fernes Land, sondern der Flughafen Leipzig-Halle selbst, der zwischen den beiden Städten an der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt liegt. Erst wenn es draußen so richtig dunkel wird, startet unsere Tour. Mit mir warten noch 30 andere. Wie sollte es beim Flughafen auch anders sein? Am Check-in im Zentralterminal. Unsere erste Etappe. Sascha Bischofberger wird uns durch die Nacht führen. Herzlich willkommen am Flughafen Leipzig. Ihr habt heute mit mir das Vergnügen, eine Nachttour zu machen. Ich bin der Sascha und freue mich, dass wir jetzt diese Tour miteinander verbringen können. Doch zuerst Formulare ausfüllen. Denn fast jeder Meter des Flughafens ist ein Sicherheitsbereich. Mit unserer Nachttour kommen wir aber auch dorthin. Einzige Voraussetzung, ihr seid mindestens 16 oder kommt mit euren Eltern, habt einen gültigen Personalausweis oder Reisepass dabei und seid angemeldet. Wer mit dem eigenen Reisebus kommt, zahlt für 4 Stunden 25 €. Mit dem Bus vom Flughafen 33 €. Neben Leipzig-Halle bietet auch der Flughafen Erfurt-Weimar eine Abendtour an. 1,5 Stunden für bis zu 13 €. Die Leipzig-Halle-Tour liegt auf die Stunde gerechnet, damit preislich im Durchschnitt. Warum seid ihr heute dabei? Ja, wollte die Feuerwehr sehen. Genau, wir sind Feuerwehrmänner und Freunde und wir wollen uns mal die Feuerwehr angucken. Und was erwartet ihr, wenn ich fragen darf? Vor allem ein paar Hintergrundinformationen, was hinter den Kulissen quasi abgeht, wie die Logistik aufgebaut ist. Ja, so ein paar Vielleicht noch so Insider-Facts. Vielleicht noch so ein Insider-Tipp, wie man schneller durch den Check-in kommt. Das wäre sehr interessant. Draußen wird es langsam ungemütlich. Doch noch bleiben wir drin. Sascha nimmt uns mit in den Raum, der einer Iljushin 18 nachempfunden wurde. Dem ersten in der DDR eingesetzten Düsenflugzeug nach sowjetischer Bauart. Wir machen es uns auf den Originalstühlen bequem. Hier treffe ich auf Sarah und Dennis. Eigentlich hat mein Mann mir das geschenkt, weil ich eigentlich Flugangst habe und nicht so gerne fliege. Und dann hat er gesagt, guck dir das doch mal alles von hinten auch an. Und natürlich auch die Welt sehen, dann kannst du nicht immer zu Hause bleiben. Aber die Angst ist halt da und ich hoffe, es wird einfach ein bisschen besser. Und jetzt bist du schon ein bisschen nervös, oder? Noch, okay, aber bin ich sehr gut. Also wenn der jetzt hier abhebt, dann Ja, dann würde ich Angst haben. Dann würde aber auch ich Angst haben, glaube ich. Da würde ich mir schon einige Gedanken machen, wenn das passiert. Na dann, Prost. Auf einen schönen Abend. Wir erfahren noch, wie der Winterdienst auf dem Flughafen arbeitet. Zugegeben, das Video ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Pluspunkt aber, während des Films gibt es Snacks und Getränke. Ein wenig so wie im Flieger. Nach diesem Ausflug landen wir wieder im Hier und Jetzt. Es wird ernst, der Taschencheck. Ihr habt keine echten Waffen mit, ihr habt keine Anscheinswaffen mit, wie Gasdruckpistolen zum Beispiel, Luftgewehre, Messer. Was sind Minimesser? Gut, 6 cm sind erlaubt. Das Minimesser darf noch mit. Ute musste wenige Meter weiter ihre Schere schon abgeben. Ich habe die immer dabei, weil ich arbeite im Kindergarten und da brauchst du, egal wo du hinfährst mit den Kindern, immer meine Schere. Und deshalb habe ich immer die Schere hier drin, das fiel mir jetzt gerade ein. Aber Ihre Schere kriegen Sie hoffentlich nachher. Naja, ich hoffe. Ohne Schere geht es erstmal weiter Richtung Terminal B. Ich nutze die Gelegenheit, um mit Sascha ins Gespräch zu kommen. Was machen Sie eigentlich, wenn Sie kein Tourguide sind? Und da bin ich hauptberuflich an einem Flughafen beschäftigt und koordiniere da zum Beispiel die Abfertigung von Flugzeugen. Also wann steigen die Leute aus, wann steigen die Leute ein, wie viel wird getankt. In 3 Jahren als Gästeführer hat er schon unzählige Touren gegeben, tags wie nachts. Der 35-Jährige kann sich keinen besseren Zweitjob vorstellen. Das Schöne ist natürlich, dann, wenn man so kleine Kinder hat, Grundschule, Kindergarten,
dass man es sieht, wenn die Augen funkeln. Übrigens, für Kinder gibt es auch Extraführungen. Zu Fuß geht's weiter Richtung Bus. Draußen die ersten Lebewesen ohne gültigen Reisepass. Die Hasen werden aber nicht die einzigen Tiere sein, die heute unseren Weg kreuzen. Doch erst müssen wir noch durch die Sicherheitskontrolle. Hier gehen normalerweise die Mitarbeitenden durch. Filmen dürfen wir nicht. Mich machen ja Passagierkontrollen immer so ein bisschen nervös. Wie ist das bei euch? Was stresst euch am Flughafen und wo fühlt ihr euch wohl? Schreibt's in die Kommentare. Und dann tauchen wir endlich ein ins Lichtermeer am Flughafen. Wir haben es geschafft. Wir sind im Flughafen drin. Damit beginnt die zweite Etappe der Tour. Auf dem Vorfeld werden die Passagierflugzeuge abgefertigt. Während oben die Koffer rollen, erleben wir das Treiben am Boden hautnah. Bis kurz vor Mitternacht landen und starten hier stündlich Passagierflugzeuge. Dieser Airbus packt für seinen Flug nach Tunesien aus. Die Rückwärtsfahrt geht nicht von allein. Es wäre einerseits vom Spritverbrauch viel zu groß, andererseits die Piloten können nur nach vorne sehen. Hinten sehen sie nicht wirklich raus, deswegen ist immer ein Pusher dazu notwendig. Das sehen wir auch bei anderen Fliegern. Das Pushback-Fahrzeug hebt den Bug einige Zentimeter an und schiebt das Flugzeug zurück. Binnen Minuten ist der Flieger so startklar. Nebenan werden die Koffer aus einer Boeing geladen. Zuerst hinten, dann vorne, damit die Maschine nicht kippt. Um schnell wieder abheben zu können, wird jede Minute genutzt. Der Flughafen wirkt auf mich wie eine Stadt, die niemals schläft. Selten kommt man den großen Maschinen so nah. Noch auf dem Vorfeld parkt ein Stück Zeitgeschichte. Denn die ukrainische Fluggesellschaft Antonov Airlines hat kurz nach Beginn des russischen Angriffskriegs einen Teil ihrer Flotte verloren. Ihre Großfrachter vom Typ AN 124 konnte die Airline an den Flughafen Leipzig-Halle retten, wo sie schon lange eine Wartungsbasis betreibt. Ironie der Geschichte: Im Norden des Flughafens müssen 2 Antonovs der russischen Wolga-Dnepr Airline stehen bleiben, weil für Russland der EU-Luftraum gesperrt ist. Leipzig-Halle ist damit der einzige Flughafen weltweit, auf dem Maschinen beider Airlines zur gleichen Zeit stehen. Für uns geht's weiter zur Feuerwache West, eine von 3 aktiven Feuerwachen auf dem Flughafen. Hier treffen wir auf das nächste Tier, auf Rädern. Das ist unsere Miezekatze. Panther. Also die Feuerwehr hat sich mal den Spaß gemacht und mal gefragt bei der Polizei, ob sie mal geblitzt werden können. Dabei kam raus, diese Mieze schafft 130 Kilometer pro Stunde. Schnell muss es auch bei der Mannschaft gehen. In maximal 3 Minuten soll die Flughafenfeuerwehr vor Ort sein. Was denkt ihr denn? Wie viele Feuerwehreinsätze hat der Flughafen Leipzig-Halle im Jahr? Wie viele Feuerwehreinsätze? Wie viel? 200? Bietet jemand mehr? Tatsächlich sind es fast 6000. Am häufigsten rückt die Feuerwehr aus, um Passagiere mit körperlichen Einschränkungen zu unterstützen. Ich treffe auf die Feuerwehrfamilie vom Anfang. Ja, also hier ist ein ganz großer Vergleich, also im Gegensatz zu unserer Feuerwehr. Größenvergleich Ja. von Fahrzeugen. Gigantisch. Ich war noch nie auf dem Flughafen, ich bin noch nie geflogen. Für mich war es interessant, das rundherum zu sehen. Für mich haben Und dann Feuerwehr. die Feuerwehr war halt noch das Highlight für alle anderen. Mich beschleicht das Gefühl, sie hätten die Tour am liebsten mit dem Panther fortgesetzt. Weiter geht es aber mit dem Bus Richtung Süden, zu den Frachtflugzeugen. Etappe Nummer 4. Neben Frankfurt ist der Flughafen Leipzig-Halle das Drehkreuz für Luftfracht in Deutschland. Zwischen den großen Frachtflugzeugen bekommen wir wieder Besuch vom Hasen. An Bord der Maschinen war aber auch schon so manch exotisches Tier. Elefanten hatten wir, Pandas,
Wir hatten Kühe, Pferde, Rhinoceros hatte die DHL. Also es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt im Tiertransport. Inzwischen herrscht auf dem Flughafen immer mehr Betrieb. Insgesamt arbeiten auf dem Gelände rund 11.000 Menschen. Mehr als die Hälfte davon ist für das Logistikunternehmen DHL im Einsatz. Tausende Tonnen Fracht gehen hier raus in die Welt. Auf uns wartet mit der 5. und letzten Etappe das Highlight der Nachttour. Ja, hallo, hier ist der Besucher 1 mit dem Besucherbus am Vorfeld 4 in Höhe der Zulu 5. Ich möchte gerne über die Victor und Sierra 1.0 zum Rollhalt der Piste 26 links. Besucher 1, befahren Südpiste, genehmigt, verlassen am Ende Sierra 1. Dann heißt's einfach zurücklehnen und das Lichtermeer genießen. Den Busfahrer fragen, wie schnell er gefahren ist. 100? Mhm. Na, nicht ganz so schnell wie ein Flugzeug. War noch keine Abhebegeschwindigkeit. Ja, da hätten wir noch ein bisschen gebraucht. Ein Höhenflug, für den wir nicht einmal weit weg mussten. Zeig mal deine Hände. Ja, es geht. Guck, ich bin entspannt. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin total fasziniert von allem, was ich erfahren habe. Und wenn ich sehe, wie gut das alles organisiert ist und dass ja wirklich sekündlich alles durchgeplant ist, dann nimmt mir das auch die Angst so ein bisschen. Weil ich jetzt ganz viel erfahren konnte, ja, wie gut alles aufeinander abgestimmt ist. Ich glaube, es wird besser mit meiner Flugangst. Alles richtig gemacht, oder? Alles gut, also es scheint sich gelohnt zu haben. Ich bin sehr dankbar, dass du das ausgesucht War ein hast schönes für Geschenk, mich. ja. Also ich fand ja Antonov sehr beeindruckend, dass dieses Bild da, wie klein man dagegen so wirkt. Aber wenn man so nah dran ist, ist das schon sehr beeindruckend. Sehr interessant fand ich die Ausmaße, vor allen Dingen vom DHL-Hub. Das war sehr interessant gewesen. Ich bin selbst nur in der Logistik tätig und das ist sehr, sehr interessant gewesen auf jeden Fall. Und vor allen Dingen die Möglichkeit, mal wieder in der Stadt- und Landebahn zu fahren. Kann man schon empfehlen, das mal zu machen. Für alle, die sich ein kleines bisschen für Luftfahrt oder so interessieren. Das Ganze, was rundherum abläuft, das hätte ich mir so nicht vorgestellt. Das bleibt auf alle Fälle in Erinnerung. So ein bisschen glitzern sehe ich in den Augen. Aber fliegen werde ich trotzdem nicht gleich. Die Zeit verging wie im Flug, die meisten Gäste sind jetzt zu Hause und ich muss sagen, so nach Tourende, mein persönliches Fazit, das Lichtermeer von oben ist schon cool. Aber auch unten am Boden gibt es noch eine Menge zu entdecken. Kein Tag am Flughafen ist wie der andere. Auf der Tour könnt ihr deswegen immer wieder etwas Neues sehen. Ins Staunen kommt ihr auch, wenn ihr euch Madeleines Reportage anschaut. Sie zeigt euch den Sternenhimmel über dem Harz. Habt ihr Tipps für Touren in der Region im Dunkeln oder bei Nacht? Dann schreibt's doch in die Kommentare. Ich für meinen Teil werde jetzt aber mit der Bahn nach Hause fahren.